Hallo, guten Morgen. Morgen, schön, dass du da bist. Ja, ich habe immer das Gefühl, ihr seid da oben. Schau mal, das ist eine schöne Farbe. Blumen, die haben so eine Farbe. Aber ich hatte vorhin auch hier was liegen sehen. Und das kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Also das ist auch recht unkonventionell. Und du hast gesehen, die lag da auf dem Tisch. Und das sind genau die Farben, die ich verwenden wollte. Ich wollte nämlich so Sonnenblume haben. Ocker, ja, hier das Weiß mit dem Pink und dem Violett. Ja, das ist meine Inspiration. Gucken wir mal, was das wird. Meine Farbe habe ich hier wieder ein bisschen flüssiger gemacht. Ich habe gar nicht so viel genommen. Super. Merke ich, es läuft nämlich gar nicht. Es ist halt nur ein Klecks Farbe, den ich verdünnt habe. Also ich nehme immer recht wenig. Und ja, jetzt kommt das Wichtigste. Tada, meine Holzrolle. Ja, der Klecks sieht toll aus. Also jetzt aber einfach verschmieren, auch wenn er so schön aussieht. Ja, schön. Das sind tolle Muster, die da gerade entstehen. Überraschung, finde ich. Das ist doch total interessant, was da jetzt wieder mit dieser einfachen Rolle entstanden ist. Ganz tolle, abstrakte, ja, Pünktchen, Linien und hellere Flächen. Ja, schön. Es ist überraschend, also finde ich ganz schön, was passiert ist. Und jetzt nehme ich denselben Farbton einfach nochmal. Oh ja, und die Pinselstriche inspirieren mich auch sofort. Das finde ich auch schön. Gut, ja, jetzt ist hier noch die Fläche so schön weiß, aber nicht miteinander verbunden. Und deswegen gehe ich da jetzt einfach nochmal mit Weiß rüber. So die Idee. Keine Ahnung, ich habe selber keinen Plan. Also ich male hier wieder für mich und gucke, was entsteht. Entstehen tun tolle, schöne, feine Muster und feine Nuancen von der Farbe jetzt. Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen verstreichen. Viel passiert da nicht. Nee, aber ein bisschen, trotzdem ein bisschen. Ich hatte eben so gedacht, ich fange schon mit dem Farbton jetzt an, mit diesem Sonnenblumenfarbton, aber der Farbton da, der gefällt mir irgendwie nicht. Deswegen rauf da. Mach das bitte. Schmeiß einfach die Farbe, deswegen haben wir es zu Anfang schon gleich gemacht. Es macht echt Spaß mit der Rolle. Da entstehen so schöne, ja, Muster. Den Farbton nehme ich jetzt aber nochmal mit dem Pinsel auf. Diese Linie von dem Pinsel finde ich schön. Schön, also so beschwingend, diese lockere, flockige Art der Malerei, aber jetzt muss es erstmal einmal auch trocknen und deshalb kannst du einfach ja, einen Kaffee trinken oder dich zurückziehen, kurz, einfach machen, einfach machen, schau mal, die Tasse, toll, oder? Während der kleinen Pause habe ich überlegt, wo setze ich denn jetzt eigentlich meinen Ocker hin? Also mache ich hier die ganze Fläche zu und setze es als großen Farbklecks oder schmeiße ich einfach nochmal nur die Farbe rauf?
einfach auf. Also ja, ich bleibe ganz spontan. Ich mache hier einfach noch ein paar Muster drauf. So, wo ist die Rolle? Wo ist die Rolle? Nein, oh Mann. Moment. Ich hatte nämlich in der Pause die Rolle sauber gemacht und am Waschbecken liegen lassen. Jetzt kann ich hier aber einfach wieder rüber und ja, ich finde es toll. Ich kann hier auch so schön langsam arbeiten. Also das macht mir auch Spaß. Einfach so ganz langsam Schritt für Schritt weitergehen. Noch ein bisschen das Weiß nachziehen. Ich glaube, viel mehr mache ich gar nicht. Ich finde es so toll. Nur so ein Klecks auf dem Ocker, den nehme ich noch mal kurz ab. Auf der einen Seite so schön, weil es so viel Spaß macht und so locker und flockig einfach auch ja, ging. Gerade ich hatte ja gar keinen Plan und ich lasse das jetzt auch so, weil ich finde, es ist fertig auch für mich. Aber es ist halt total schnell und viel zu kurz. Also es war sehr, sehr schnell jetzt fertig, aber sehr schön. Also gefällt mir sehr gut, hat ja alles gehabt für mich. Also ganz viel Inspiration, freien Lauf und ja, ich genieße jetzt noch mal ein bisschen das Bild, trinke noch einen Kaffee oder ja, gehe noch mal kurz raus. Guck dann noch mal bei anderem Licht, das finde ich auch immer ganz gut. Es bewölkt sich nämlich gerade, es ist ein bisschen windig, Wind kommt immer, Sonne. Ich habe es einfach rausgelegt. Draußen trocknet es viel schneller, weil es doch Wind aufkommt. Und ja, dann setze ich mich einfach dazu, trinke da meinen Kaffee und genieße den Blick. Einmal auch in den Himmel. Da oben ja, fegt ordentlich der Wind. Und hier unten ist es noch recht windstill und windgeschützt. Und da kann ich jetzt einfach auch nochmal kurz den Malprozess nochmal so gedanklich durchgehen und das einfach genießen. Auf Seite 22 und 23 findest du zwei unkonventionelle Werkzeuge, die ich dir im Buch vorgestellt habe. Ich benutze die halt immer wieder gerne und bin da auch kreativ, denn es gibt nicht immer alles zu kaufen in dem Fachhandel, also für Künstler zumindest.
Deswegen kann man da auch gut kreativ sein. Also viel Spaß mit dem Video, viel Spaß beim Suchen deiner neuen Werkzeuge, beim Ausprobieren, beim Malen und hab einen ganz schönen Sonntag. Vielen Dank auch für dein Like, vielen Dank für dein Abo. Das unterstützt mich natürlich alles und vor allen Dingen, es motiviert mich und ich sehe halt, dass wir immer mehr werden und hier eine tolle, wunderbare Gemeinschaft sind, die so unglaublich ist. Also es ist fantastisch. Besonders sonntags im Chat, wenn wir uns da treffen, das ist so toll und wertvoll. Ich freue mich da total drüber. Ich nehme auch immer mal wieder ein Thema mit in meinem Blog auf, also schau auch da gerne mal rein. Viel Spaß, mach's gut, tschüss, schön, dass du da bist.